Divine Cross oder Holy Cross? Was ist besser? Das ist die heutige Frage vom heutigen Flive Universe Video. Wie ihr sehen könnt, bin ich schon bei den Test-Dummies, habe schon ein bisschen getestet, weil es heute ein bisschen mehr ist und ich will nicht, dass das Video so ultra lang wird. Deswegen muss ich mir das vorher schon mal angucken. Es geht um die Skills. Ringmaster, Holy Cross, einer der bekanntesten, beliebtesten Skills im ganzen Spiel, auch meiner Meinung nach eigentlich einer der besten Skills im ganzen Spiel. Und Divine Cross, ähnlicher Name, ganz anderer Skill für Seraph, Third Job, Flive Universe Ringmaster, Level 166 wird zu Seraph und hat dann Divine Cross. Wir gucken uns das Ganze heute an und vergleichen mal ein bisschen. Und ich erkläre erstmal, was die beiden Skills eigentlich grundsätzlich machen. Also Holy Cross hält 5 Sekunden, Beschwörungszeit 1 Sekunde, Cooldown im PvP 2 Sekunden, im PvE gibt es keinen Cooldown. Lässt den Gegner zweifachen Schaden durch Einschränkung erleiden. Das funktioniert so: Ich aktiviere Holy Cross, visiere einen Gegner an und dann sehe ich hier, zack, 5 Sekunden lang Holy Cross und der nächste Schaden, der kommt, bam, wird verdoppelt und da steht dann auch mal 2 und dann ist Holy Cross weg. Das ist Holy Cross, also super simpel. Einfach der nächste Schaden, nachdem Holy Cross aktiviert wurde, wird verdoppelt. Etwas komplizierter funktioniert Divine Cross. Divine Cross hat eine Base-Time von nur 3 Sekunden, wobei das tatsächlich relativ egal ist, würde ich sagen. Die Beschwörungszeit ist die gleiche und Cooldown ist auch der gleiche, also im PvE gibt es keinen Cooldown und im PvP ist er 2 Sekunden. Der Effekt ist aber ein bisschen ein anderer. Verfluche dein Ziel mit göttlicher Macht, zeichne den höchsten erlittenen Treffer auf und, jetzt kommt's aber, und repliziere bis zu 75% davon beim Ablauf. Dieser Debuff kann durch erneutes Drücken vorzeitig beendet werden. Das mit dem vorzeitig Drücken, das ist im Endeffekt so ähnlich wie mit Holy Cross, kann man sagen. Also Holy Cross oder Divine Cross, das stackt auch nicht. Also man kann auch nicht irgendwie Divine Cross benutzen und dann Holy Cross zusätzlich oder irgendwie so. Das geht alles nicht. Also es geht immer nur einer von diesen Cross-Skills zeitgleich quasi. Die sind nicht stackbar. Genau. Und was bei dem Seraph-Skill noch hinzukommt, sind die Masteries. Also der Skill ist so noch nicht fertig, weil alle Third-Job-Skills grundsätzlich, oder zumindest die aktiven Fähigkeiten, die haben sogenannte Masteries. Und die Masteries sind hier, Fähigkeitsdauer wird erhöht. Das ist tatsächlich nicht sehr gut, das brauchen wir nicht. Dann gibt es noch die reduzierte PvP-Cooldown-Mastery. Das ist offensichtlich für PvP-Spieler gegebenenfalls relevant. Und dann haben wir noch die ganz linke Mastery. Hier wird der Effekt verändert und zwar bis zu 100% des aufgezeichneten Treffers werden repliziert. Also nicht mehr 75%, sondern 100%. Hört sich dann also eigentlich genauso an wie Holy Cross. Das heißt, man würde eigentlich denken, aber das sind 2 kleine Wörter, stören uns hier leider. Man würde denken, dass Divine Cross mit dieser Mastery 1:1 ist wie Holy Cross. Ist es aber nicht. Denn hier steht bis zu 100%. Und ich habe das gerade mal schon mal getestet und erkläre dann aber auch gleich, warum Divine Cross in gewissen Situationen trotzdem besser sein kann. Und bin auf folgende Ergebnisse gekommen. Also das alles erspare ich euch hier, dass wir jetzt 4 Minuten lang Dummies verdreschen. Also ich habe mit meinem Jester hier getestet. Und zwar, also hier steht es ja auch, 12,22 Millionen in 60 Sekunden hatte ich mit Holy Cross. Ja? Also 12,22 Millionen Schaden, Gesamtschaden. Dann hatte ich 6,79, das ist eine weitere Besonderheit von Divine Cross. Also bei Holy Cross haben wir ja gesehen, der Schaden wurde einfach verdoppelt. Bei Divine Cross ist es so, dass der Schaden erhöht wird, aber er wird ja nicht verdoppelt oder er wird vom Ringmaster repliziert. Das heißt, der Ringmaster bekommt dann auch die Anerkennung dafür in Form von Schaden in der Schadenstatistik und deswegen ist es hier 6,79 plus 3,97. Also diese 3,97 sind quasi das, was oben drauf gekommen ist. Und da kam tatsächlich ein richtig schlechtes Ergebnis bei raus, 10,76. Also deutlich schlechter. Ich habe es davor schon mal getestet. Das ist jetzt hier leider nicht mehr drin. Aber da waren es 11, irgendwas Millionen. Also da war es ein bisschen besser. Vielleicht höhere Crits gehabt oder so in der 1 Minute. Aber auf jeden Fall, beide Male war es schlechter als mit Holy Cross. Ich demonstriere es jetzt gleich trotzdem nochmal. Und dann habe ich geguckt, okay, dann holen wir uns doch einfach einen Damage-Dealer, der schlechteren Schaden macht. Also wenn man sich hier mal kurz anguckt, der Schadensunterschied zwischen den beiden ist relativ gigantisch. Der Jester macht circa doppelt so viel Schaden wie der Blade jetzt in dem spezifischen Beispiel. Liegt auch daran, dass ich den Blade den Schmuck ausgezogen habe, weil ich wollte nämlich, dass die beide total unterschiedlichen Schaden machen. Genau.
Und bei diesem Test kam dann raus, wo die beiden gekämpft haben, kam raus, dass mit Holy Cross 14,88 Millionen gemacht wurden und mit Divine Cross 14,15. Zeigt schon mal, okay, das Ergebnis mit Divine Cross im Vergleich zu Holy Cross ist viel besser geworden, weil es sehr knapp war. Also kann man sagen, naja, da ist jetzt wirklich kaum noch ein Unterschied zu erkennen. Das ist sehr, sehr wenig Unterschied. Also fast das gleiche Ergebnis oder ein sehr ähnliches Ergebnis. Und das ist eigentlich auch genau der Anwendungszweck. Mich hat trotzdem das Ergebnis tatsächlich überrascht. Also ich habe eigentlich mit einem anderen Ergebnis gerechnet, bin ich ehrlich. Aber das ist eigentlich auch der Anwendungszweck von Divine Cross, oder das war eigentlich der Grundgedanke von Divine Cross, dass du, wenn Leute sehr unterschiedlichen Schaden machen, in einem Team, in einem Dungeon, dass du dann Divine Cross benutzt und damit sicherstellst, dass der Schaden von dem Big Boy DPS verdoppelt wird und nicht der Schaden von dem Low DPS. Das heißt quasi, in dem Fall würdest du immer wollen, dass die höheren Crits oder der höhere Schaden quasi gedoppelt wird und eben nicht der niedrigere Schaden. Also hier willst du immer, dass irgendwas mit 40.000 verdoppelt wird und nicht diese mickrigen 20.000er Hits sozusagen. Und von wem die Hits kommen, ist eigentlich auch egal. Du willst einfach, dass immer der höchste Schaden aufgezeichnet und dann bis zu 100% repliziert wird. Und ja, erstaunlicherweise funktioniert das aber tatsächlich gar nicht mal so gut, eben weil es nicht immer 100% des Schadens ist. Und da kann ich euch tatsächlich auch nicht mehr sagen, warum das nicht so ist. Also ich finde es auch irgendwie ein bisschen schlecht, dass das so ist, weil dieser Test zeigt jetzt irgendwie, dass die Fähigkeit in einigen Situationen ein bisschen nutzlos ist. Also du musst quasi eine spezifische Situation hervorrufen, in der Divine Cross besser ist als Holy Cross. Also in vielen Anwendungsfällen wird Holy Cross gleich oder besser sein. Also muss man sich diesen ganzen Aufwand gar nicht geben. Kann auch eine Menge Skillpunkte tatsächlich sparen. Und ja, das ist ein für mich tatsächlich überraschendes Ergebnis. Aber wir testen es jetzt einfach nochmal. Also ich habe jetzt quasi getestet. Also das alles haben wir jetzt getestet. Und wir wollen jetzt das nochmal ganz krass, wie sagt man, auf die Spitze treiben. Wir ziehen jetzt dem Kollegen hier, was ziehen wir ihm aus? Vielleicht, das ganze CS könnten wir ihm ausziehen, wobei das nicht viel Schaden bringt. Ja, dann ziehen wir ihm einfach eine Waffe aus. Dann hat er nur noch eine Bloody Axe. Ich habe jetzt hier leider keine NPC-Waffe am Start. Aber ja, doch, machen wir das. Oder wir tragen das PvE-Set. Das können wir auch noch machen. Das müsste eigentlich auch den Schaden reduzieren. Eine Waffe und PvE-Set. Also wenn wir jetzt den Schaden nochmal krass reduziert, können wir ja schon mal gucken, ob es funktioniert hat. Ja, also den Schaden nochmal halbiert vom Blade. Sogar ein bisschen weniger. Der war ja gerade noch bei so 40.000, 50.000, jetzt sind es noch knapp 20.000. Also jetzt haben wir quasi einen Overperformer und einen extremen Underperformer. Natürlich müsstest du jetzt hier eigentlich eine Gruppe mit 8 Leuten testen, das ist nochmal eine andere Situation, aber nur um es mal zu veranschaulichen, weil jetzt sollte eigentlich vielleicht sogar nochmal ein anderes Ergebnis kommen. Das heißt, wir testen es jetzt einmal mit Holy Cross und einmal mit Divine Cross. Also, Holy Cross ist am Start. Und dann müssen wir gucken, dass die Buffs, genau, die laufen nämlich hier gerade aus. Müssen wir wieder double checken, dass alles passt. GT. Und, gut, okay, ich hatte tatsächlich eine Cast-Time-Zucker. Warte, die ist jetzt tatsächlich abgelaufen. Okay, dann warten wir auf 000 und dann testen wir es ein drittes und letztes Mal. Und zwar jetzt. So, alles läuft, passt. Genau, also der eigentliche Anwendungszweck, wie gesagt, von Divine Cross ist immer im Dungeon zu finden, weil wie gesagt, außerhalb von Dungeon Teams besser gesagt, kann Divine Cross nicht besser sein als Holy Cross. Weil du hast ja 2 Charakter und der höchste Schaden wird immer, also der nächste Schaden, wenn nur einer Schaden macht, ist ja immer der gleiche Schaden. Also da gibt es dann kein höchstes und niedrigstes, es sei denn, dein Charakter greift tatsächlich zweimal an, während Divine Cross läuft. Und die beiden Schadenszahlen weichen komplett voneinander ab. Zum Beispiel der eine Hit hat geblockt oder gemisst und der andere Hit hat getroffen und sehr viel Schaden gemacht. In der Praxis sieht man, macht quasi keinen Unterschied, ist irrelevant. Was auch ein bisschen schade ist tatsächlich, dass das so ist. Was aber wahrscheinlich auch wieder darauf zurückzuführen ist, einfach, dass eben nicht 100% immer repliziert werden, sondern eben nur dieses bis zu. So, jetzt müssen wir wieder rechtzeitig aufhören. Und zwar jetzt. Also 10,29, 1,84. Headfinger mal wieder. So.
Das muss jetzt einen Taschenrechner eingeben, dass wir hier keine Fehler mehr machen. 1,84 ist 12,13. Mit HC wieder 60 Sekunden. Und dann müssen wir auf jeden Fall GT wieder aktivieren, die Schadensstatistik resetten. Und dann warten wir auf 40. Und, achso, ne, Divine Cross müssen wir noch einstellen. So, jetzt go. Okay, das war jetzt eher 41, ne? Aber das Ergebnis war ja vorher doch relativ stark abweichend. Also schauen wir mal. Also jetzt müsste es eigentlich so sein, man sieht es eigentlich hier oben auch immer ganz gut. Ja gut, jetzt kam gerade zweimal 13, 17.000, okay. Da haben wir wahrscheinlich Pech gehabt mit Block und Miss. Es sollte eigentlich immer ungefähr der gleiche Schaden, es sollte eigentlich immer der Schaden vom Jester aufgezeichnet werden, im besten Fall. Aber man sieht, es funktioniert auch nicht immer tatsächlich. Also hier müsste jetzt eigentlich wirklich Divine Cross besser performen. Bei so einer extremen Abweichung zwischen den beiden Damage-Dealern. Aber ich bin gespannt. Ich habe es noch nicht getestet. 10 Sekunden noch. Also bis jetzt sieht es tatsächlich schlecht aus. Aber gut, 10 Sekunden ist eine lange Zeit. Schau mal. Stopp. Okay, 6,75. 3,83, 1,31. Also grob im Kopf überschlagen ist es auf jeden Fall mehr. Geben wir natürlich trotzdem noch einen. Ah ne, wobei es waren 12, 13 waren es. Oh, ich hatte gerade aus irgendeinem Grund auf die 10,76 geguckt. Okay, nevermind, dann ist es doch nicht auf jeden Fall mehr. Dann könnte es ziemlich knapp werden. Es sind 11,89 tatsächlich. Wow. Also 6,75 plus 3,83 plus 1, plus 1,31 ist, was habe ich gesagt? 11,89. Das heißt wieder minimal schlechter. Aber es ist tatsächlich, das Ergebnis ist in dem Vergleich ist es tatsächlich besser geworden. Vorher hatten wir eine relativ große Abweichung von noch 0,73. Jetzt sind es nur noch 0,24. Also die Abweichung ist kleiner geworden. Also je kleiner der Schaden wird von dem Blade, desto kleiner wird die Abweichung von den beiden Crosses sozusagen, was wieder genau das Potenzial widerspiegelt. Das heißt, man muss in der Praxis dann wirklich gucken, wie sieht mein Team aus. Also hast du 3 Damage-Dealer im Team, die alle 3 Millionen DPS machen zum Beispiel, dann bist du mit Holy Cross höchstwahrscheinlich tatsächlich besser, was mich doch sehr überrascht. Selbst wenn ein Low-Performer dabei ist. Wenn du jetzt aber ein Team von lauter Low-Performern hast und du hast nur einen einzigen High-Performer, und der Unterschied ist wirklich krass. Also sagen wir 3 Millionen versus 500.000. Also du hast 3 Leute mit 500.000 und einen mit 3 Millionen. Können wir vielleicht auch mal testen, aber das sprengt jetzt den Rahmen. Jetzt muss ich noch mehr Charakter ran schaffen. Dann sollte Divine Cross besser sein. Also Divine Cross wird immer besser, je schlechter oder je schlechter ausgeglichen das Team ist. Also wenn du einen Top-Performer hast und lauter Low-Performer und der Unterschied ist wirklich Tag und Nacht, Millionen versus Tausende sozusagen, dann ist Divine Cross besser. Das ist natürlich schon ein schlechtes Beispiel, weil warum sollte jemand mit so viel mehr Schaden mit Leuten farmen, die so viel schlechter sind als er? Ja, das ist eine berechtigte Frage, ehrlich gesagt. Und für mich zeigt das eigentlich, dass Divine Cross irgendwie auch keine wirkliche Daseinsberechtigung hat, weil mir ist es eben die letzten Tage aufgefallen, dass Leute Divine Cross nicht benutzen und alle gesagt haben, dass es schlechter ist. Und ich habe es ehrlich gesagt nie getestet. Ich habe da auch ein bisschen auf Gala vertraut, dass es einfach funktioniert. Und ja, tut es ja auch. In Teams, die, wie gesagt, krasse Abweichungen haben oder wenn man auch will, dass der Tank mitkämpft, um besser Agro halten zu können. Tank macht ja auch grundsätzlich meistens nicht so viel Schaden. In solchen Situationen kann man Divine Cross nutzen und wird in der Regel genau gleich fahren oder gegebenenfalls sogar besser. Wobei es jetzt in jedem Vergleich schlechter war tatsächlich. Auch wenn nur minimal. Aber das ist ja eigentlich nicht der Sinn von dem Skill. Der Sinn von dem Skill ist ja eigentlich auch irgendwo, dass du besser wirst. Also dass ein Team, das einfach nur ein bisschen Variation hat, also jetzt nicht immer 100 versus 0, also 3 Millionen versus 300.000 DPS oder so. Also der Sinn von dem Skill, dachte ich eigentlich, wäre, dass du dich nicht mehr schlecht fühlst, wenn du jemanden mitnimmst, der weniger Schaden macht oder so. Aber ehrlich gesagt hat sich daran wenig geändert, weil Divine Cross in einem Szenario, wo du jetzt 2 Damage-Dealer und einen Tank und 2 Ringmaster hättest, also ein 5er-Run sozusagen,
dann würdest du immer noch Holy Cross bevorzugen. Selbst wenn die beiden Damage-Dealer komplett unterschiedliche Schaden verursachen. Wofür brauche ich dann Divine Cross? Dann bringt mir der Skill ja gar nichts. Und das ist halt jetzt irgendwie die Frage. Warum existiert dieser Skill, beziehungsweise warum repliziert er nicht immer 100% des Schadens? Weil genau das ist eigentlich der Knackpunkt. Wenn er immer 100% des Schadens replizieren würde, dann müsste er eigentlich besser sein. Also das ist zumindest das Einzige, was mir hier einfällt, warum der Skill so viel schlechter performt. Hat man jetzt, wie gesagt, in jedem Beispiel auch gut gesehen. Und wenn sie das vielleicht fixen könnten, dann hätte Divine Cross in Dungeon-Teams auch eine Daseinsberechtigung. Ansonsten würde man wahrscheinlich eher weiterhin Holy Cross benutzen. Oder vielleicht ist auch dieses bis 100% Schwachsinn. Vielleicht muss man es einfach auf 95% erhöhen oder so. Dass du solo immer noch Holy Cross benutzt, dass Holy Cross seine Daseinsberechtigung nicht verliert. Und Divine Cross, wobei andererseits kann man sagen, wer Divine Cross hat, benutzt dann einfach Divine Cross und wer nicht, benutzt Holy Cross. Ja, keine Ahnung. Also das Ergebnis ist tatsächlich sehr frustrierend für mich. Ich habe was ganz anderes erwartet und mein Blade hat, glaube ich, einen Disconnect. Ja, sehr schade das Ganze. Enttäuscht mich doch sehr. Und jetzt wisst ihr es aber. Also, wenn euch jemand sagt, Divine Cross ist schlechter als Holy Cross, hat er je nach Situation höchstwahrscheinlich nicht Unrecht. In gewissen Situationen aber ist Divine Cross besser. Diese Situationen sind aber leider wenige. Danke euch fürs Zuschauen. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Flive Universe Video wieder. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut, haut's rein. Schaut gerne auch im Livestream vorbei. Twitch-Links in der Videobeschreibung. Und ciao, ciao.